Mann, Alter. Das letzte Video ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Das erfolgreichste Video überhaupt. Und heute machen wir es auch gar nicht weiter spannend, denn heute zeige ich dir den Wheelie Safe 3000, den ich gebastelt habe, um das Problem aus dem letzten Video in den Griff zu bekommen. Für die ganze Sache gibt es zwei Varianten. Erste ist, wir fahren keine Wheelies mehr. Aber ich weiß ganz genau, dass das keine Option ist. Also können wir, und das ist ja nur ein Angebot meinerseits, Variante 2 nehmen. Das ist der erste Teil von diesem Umbaukit, den ich hier entworfen habe. Hier findest du, beziehungsweise hier siehst du gerade einen metrischen, wie nennt sich's, Ringnippel, klingt lustig, ist aber so, in einem 4,5 mm Schlauch. Das habe ich deswegen gewählt, weil der 8er Ringnippel metrisch eine 4,5 mm Aufnahme von dem Schlauch hat. Man kriegt aber die 6 mm da auch relativ problemlos rein. 2 Schlauchstellen und das Ganze ist 1 Meter lang. Aber so ein Meter für unser Vorhaben ist hier eigentlich ganz gut. Dann habe ich gekauft eine M10x1 Hohlschraube, auch metrisch. 2 Kupferdichtringe für hierige welche. Eine M8x1 Hohlschraube, die gehört hier rein. Und die andere logischerweise da rein. Dazu wiederum die 2 passenden Dichtringe. Und zu guter Letzt eine PHBN irgendwas 35 Düse. Und jetzt müssen wir ein bisschen basteln und ich hoffe, dass ihr dran bleibt, weil mein Hirn hat mich mal wieder nicht im Stich gelassen. Wie ihr gerade gesehen habt, oder gesehen haben solltet, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das geschnitten habe, hat KTM uns hier was vorbereitet. Und ich war so frei, das schon mal vorzubereiten. Ich habe hier ein 6,5 Loch gebohrt und das Ganze dann flach gesenkt, einfach damit der Dichtring besser dichtet, wobei er nicht viel zu dichten hat, weil da geht ja nur Öl in die Richtung durch. Das heißt, das Ganze ist von KTM sogar mal angedacht und vorbereitet gewesen. Bei den High Flows fehlt dieser Buckel, ist aber genauso vorbereitet und funktioniert auch genauso. Ihr seht jetzt gleich, was ich meine. Ich war, wie gesagt, schon mal so frei, das Ganze hier vorzubereiten und das Loch schon mal zu bohren. Dann kommt unser Gewindebohrer ins Spiel. M8x1, ganz wichtig. Und dann bohren wir hier mal eben einmal ganz entspannt, möglichst gerade, nicht so wie ich hier, ein M8x1 Gewinde da rein. Danach macht ihr das alles ein bisschen sauber. Ihr baut natürlich dafür eure Kipphebelachsen aus. Ich habe das jetzt nicht gemacht, der Einfachheit halber. Und jetzt habt ihr den Vorteil, dass ihr hier das Gewinde drin habt. Wenn euch das hier alles nicht mehr gefällt, was wir hier gerade zusammen bauen, dann könnt ihr da immer noch einen Stopfen reinschrauben und das Ganze ist wieder dicht wie vorher auch. Anschließend bohren wir ein 5er Gewinde mit einer Steigung von 1 mm in unsere 8 mm Hohlschraube. Wie der Zufall das so will, passt dort genau ein 5 mm Gewinde rein, als hätte ich es mir so ausgedacht. Anschließend nehmen wir unsere 35er Düse. Das ist ganz wichtig, dass wir diese von dem PHB irgendwas nehmen und nicht eine normale, weil die stünde hier über. Das habe ich natürlich auch schon ausprobiert. Die steht hier drüber, wie ihr sehen könnt. Aber die andere, die kleine, lässt sich da drin versenken und deswegen ist diese so interessant. Die habe ich natürlich besorgt. Da machen wir jetzt einen Schluck hochfestes Schraubensicherung dran. Hochfest deswegen, damit das da nie wieder rauskommt. Weil wir wollen alles, aber nicht, dass uns das in den Motor fällt. Hochfest hat die Eigenschaft, auch bei höheren Temperaturen da im Kopf dann dementsprechend zu tragen, sodass sich das nicht wieder löst. Aber dadurch, dass das sowieso relativ knusper mit dem Gewinde hier läuft, passiert da nichts. Wir müssen halt nur darauf achten, dass das kleine Loch sich nicht zusetzt. Dann schrauben wir das Ganze hier rein und versenken die. So, komplett versenkt. Und jetzt haben wir quasi schon mal unsere Düse gebaut. Vorteil bei dieser Konstruktion ist, durch die 35er Düse, die wir hier vorne reingeschraubt haben, beziehungsweise ich, entsteht in der Leitung so viel Restriktion, dass für den Rest von dem Kreislauf mehr als genug Öl zur Verfügung bleibt, dass da nicht irgendwelche Druckschwankungen entstehen, dass hier funktioniert. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze schon mal zusammenzustecken, so trocken. Also, das heißt, für die, die sich es noch nicht denken konnten, die 10 mm Hohlschraube wird ans Rahmenbrustrohr geschraubt und die 8 mm an das Zylinderkopfoberteil. Das bedeutet, den drauf, den drüber, den drunter, den dahin reinschrauben. Oh, das läuft aber geschmeidig doch. Muss ein bisschen gucken wegen der Schelle, ob die richtig gedreht ist, aber das sieht gut aus. So, immer mal anziehen, 12 müsste das sein. So sieht das Ganze jetzt aus. Und hier dann dementsprechend kommt dann, wie erklärt, die Leitung dann ans Rahmenbrustrohr. Damit schlagen wir jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe. Punkt 1, die Ölversorgung für unsere Nockenwelle wird damit gewährleistet, weil das Öl ja
oben durchs Rahmenbrustrohr kommt. Und 2 ist, Luft, die von der Ölpumpe gesogen wird, kann dadurch entweichen. Und das hat noch einen dritten Vorteil, wir brauchen den Rahmen nicht mehr entlüften, beziehungsweise das Rahmenbrustrohr nicht mehr entlüften. Einige Pfiffige unter euch werden jetzt natürlich noch den Gedanken im Kopf haben, wie ist das mit dem Druck? Normalerweise ist das Brustrohr ja oben verschlossen. Wenn wir jetzt oben einfach aufmachen, dann kann theoretisch das Brustrohr leer laufen. Dem ist auch so, ich zeige euch kurz warum. Eine Spritze hat das gleiche Funktionsprinzip wie unser Rahmenbrustrohr prinzipiell. Oben ist verschlossen und unten kann theoretisch was rauslaufen. Und das ist dicht, solange der Druck in der Flasche stimmt oder in unserem Rahmenbrustrohr oder in der Spritze. Wenn ich jetzt aber hier oben das rausziehe, wie ihr seht, dann läuft unser Rahmenbrustrohr leer. Oder kann theoretisch leer laufen. Nochmal, einfach weil die Druckverhältnisse in dem System nicht mehr stimmen. Das wäre nicht so gut in unserem Fall. Aber ich bin ja ein cleveres Kerlchen und deswegen kommt unser Rückschlagventil, Ölrückschlagventil da ins Spiel. Das kann nur in eine Richtung durchlassen, in die andere Richtung sperrt es und somit stimmen dann wieder die Druckverhältnisse. Das kann man aufschrauben, reinigen. Das heißt, durchschneiden, die Leitung und dazwischen setzen. Wer von euch dem Ölrückschlagventil nicht vertraut, der kann auch einfach so ein Ding dazwischen setzen. Das ist ein Benzinhahn oder ein konventioneller Abschlusshahn oder wie auch immer die Dinger heißen. Dann einfach in den passenden Dimensionen kaufen, dazwischen setzen, dann müsst ihr halt nur daran denken, den aufzumachen oder zu schließen. So, wie ihr gesehen habt, lässt sich das Problem lösen oder in den Griff bekommen. Das ist ein Angebot an euch meinerseits. Fühlt euch frei, das nachzubauen. Und das Beste kommt zum Schluss. Ich habe dir eine PDF geschrieben mit allen Teilen, mit allen Werkzeugen, mit allen Flüssigkeiten, die du heute gesehen hast, die du brauchst. Findest du unten in der Beschreibung, da geht es in meinen Shop, kannst du dir da kostenlos runterladen. Und falls du Bock hast, dieses Set, was ich hier heute gebaut habe, zu gewinnen, dann kommentier das doch einfach mal in den Kommentaren und ich werde dann mal sehen, wie ich dir das dann zukommen lassen kann. Also dir oder keine Ahnung wem. Und hier kannst du dir jetzt noch ein Video angucken, was die nächsten Tage noch interessant wird, wenn wir über die Zylinderkopfgeschichte für unser Projekt sprechen. Das habe ich nämlich nicht vergessen. Ich muss nur so ein bisschen Zeit schinden, wie ihr vielleicht merkt.